Hallo Retro-Freunde! Ich habe mir wieder mal einiges an neuen, alten Filmen zugelegt. Die möchte ich euch gerne in diesem Video präsentieren und wer weiß, vielleicht ist für den einen oder anderen auch noch ein guter Tipp dabei. Bevor wir loslegen, solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt doch mal auf mein Kanallogo, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues oder weiteres Video mehr von mir. Ja, ich möchte euch präsentieren in diesem Video, wie schon am Anfang erwähnt, was ich für Neuheiten in Sachen Filmen gefunden habe, was sich in meine Sammlung eingereiht hat. Dazu muss ich sagen, Amazon, also alles ist von Amazon. Ja, ich habe mir alles bei Amazon bestellt. Die hatten zuletzt die Prime Days, da waren einige Filme halt wirklich reduziert. Ja, die hatten zusätzlich eine Aktion. 6 Blu-rays für 30 Euro, da habe ich auch zugeschlagen und haben auch einige Filme halt standardmäßig runtergesetzt auf 5,55 Euro und auch da habe ich zugeschlagen. Und was ich da so gefunden habe, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, den Anfang macht etwas Neues, ja, also kein Film aus dem vorigen Jahrtausend oder keine Serie, aber etwas, was die Begebenheiten dort widerspiegelt, ja, was dort passiert ist. Diese Serie habe ich auf Sky gesehen. Ja, ich fand sie richtig klasse, ich fand sie sehr beklemmend und war in den Prime Days zu haben für einen relativ günstigen Preis und ich habe mir geholt Tschernobyl oder Tschernobyl. Ja, wer kennt es nicht? Ja, welches Kind in den 80ern aufgewachsen ist, kennt es nicht, hat es nicht miterlebt. Ja, Tschernobyl, die Reaktorkatastrophe. Ja, wo unsere Eltern panisch gewesen sind, ja, saurer Regen, bla 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 und so weiter. Ja. Und hier wird die Geschichte erzählt. Ich finde die Serie richtig klasse. Ich habe die fast in einem durchgucken müssen. Ich konnte nicht warten, bis die neue Folge draußen ist. Ja, was soll ich sagen? Leute, wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr nicht wisst, was da passiert ist, ja, und wenn ihr die Serie nicht kennt, guckt euch diese Serie an. Ja, ich habe mir die bei Amazon, die kosten normalerweise 16 oder 19 Euro oder sowas. Die hat in den Prime Days 10 Euro gekostet auf Blu-ray. Und ich dachte mir, die muss ich mir holen. Ja, ich werde mir die auch nochmal anschauen. Wie gesagt, das ist nichts für einen fröhlichen Popcorn-Abend, Heimkinoabend oder sowas. Ich finde, das ist eine sehr beklemmende Serie. Ist sehr realistisch gemacht, finde ich, ja, soweit ich das beurteilen kann. Und ja, wie gesagt, eine absolute Empfehlung von mir, grandios. Dann geht es weiter. Ich habe ein bisschen chronologisch sortiert, das heißt, ich fange jetzt mit den ältesten Filmen an und arbeite mich halt in die 90er Jahre vor. Der älteste Film, den ich euch jetzt vorstelle, der neu in meiner Sammlung ist von 1900, lasst mich kurz gucken, 76. Und zwar ist das Logan's Run oder auch auf Deutsch Flucht ins 23. Jahrhundert. Ist ein Klassikerfilm. Wie ihr seht, die meisten, es ist noch gar nicht ausgepackt. Ja, ich kam noch gar nicht dazu, die kamen erst alle. Ist ein Klassiker. Da geht es darum, dass die Erde ja verwüstet ist, vernichtet ist, die Umweltkatastrophe eingesetzt hat. Ja, also selbst 1976 haben sie schon dran gedacht, an das Szenario. Ja, und die Menschen alle unter so einer Glaskuppel leben, friedlich, alles einwandfrei. Aber allerdings läuft am 30. Lebensjahr die Zeit ab. Und du wirst quasi entsorgt. Das heißt, du wirst nicht älter wie 30. Ja, und da sind welche, die halt da versuchen auszubrechen, eine Lösung zu finden und so weiter. Ist ein Science-Fiction-Film. Ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen, aber es ist ein Zeitzeugnis. Ja, er mag nicht mehr ganz so aktuell sein, was die Special Effects und so angeht. Also jetzt kein Marvel, was weiß ich was, Science-Fiction-Gewitter erwarten. Aber der Film ist, finde ich, seiner Zeit voraus gewesen und ich werde mir den jetzt nochmal anschauen und mir nochmal dann halt nach so vielen Jahren nochmal ein Urteil darüber bilden. Ja. Wie gesagt, Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert. Der nächste Film, den ich vorstelle, der ist hat eine Lawine losgetreten, sag ich mal. Ja. Der ist 1980 rausgekommen und das Cover ist etwas verwirrend. Die das jetzt sehen, wissen, was ich meine. Ich habe mir geholt, Freitag der 13. Teil 1. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt was sage, ob ich Spoiler, ja, normalerweise sollte das jeder kennen. Ja, aber Freitag der 13. Hier oben, man sieht hier den Mann, das soll wahrscheinlich Jason sein. Hier oben habe ich die Hockeymaske. Ist ein total irreführendes Bild.
weil, wie jeder weiß, im ersten Teil gibt es keinen Massenmörder oder keinen Mörder Jason Voorhees, ja, sondern Spoiler, alle mal weghören, die es nicht kennen, es ist seine Mutter. Ja, aber auch dieser Film, das war glaube ich einer für 5,55. Die Freitag der 13. Filme gibt es auf Blu-ray zu kaufen, allerdings halt nur relativ teuer in irgendwelchen Mediabooks und so weiter. Und wie ihr wisst, ich bin kein Freund davon, nicht wirklich, nicht wenn sie halt zum humanen Preis angeboten werden. Ja, noch dazu gibt es in Deutsch, also mit deutschem Ton, keine Komplettbox, soweit ich weiß, ja, weil die Filme von unterschiedlichen Labels vertrieben wurden. Ja, das heißt, man konnte sich nicht darauf einigen, dass halt eine Komplettbox rauskommt. In Englisch, im O-Ton gibt es eine Komplettbox, die ist auch gar nicht so teuer. Ich meine, die kostet 35 € mit 9 oder 10 Filmen. Ich glaube, es geht bis Jason X oder sogar noch Freddy vs. Jason ist dabei. Ja, nichtsdestotrotz, das ist der erste Teil, den wollte ich auf Deutsch haben. Ja, hier hinten sieht man den jungen und nicht mehr ganz so frischen Kevin Bacon, ja, der hier mitspielt. Ist ein Horror-Klassiker, der heutzutage wahrscheinlich keinen mehr hinter dem Ofen hervorholt, aber zu damaliger Zeit war das halt wirklich was ganz Hartes. Ja, also wer den nicht kennen sollte, ja, ist auf jeden Fall fast schon Kulturgut, würde ich sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten Film. Der nächste Film, ich hatte eben Kevin Bacon angesprochen, spielt hier sogar die Hauptrolle, und zwar Footloose. Ja, wird nicht jedermanns Sache sein. Ja, es ist ein Tanzfilm, ja, über einen jungen Menschen, der in so eine Kleinstadt kommt, die total prüde und so weiter ist, wo halt, glaube ich, auch gar nicht getanzt werden darf. Ja, der Film ist von 86, meine ich, von 84. Ja, aber auch den habe ich noch nicht in der Sammlung gehabt. Ja, den kann man immer mal zwischendurch gucken. Es ist nicht ein sehr hochtrabender Film, ja, also den gucken, einfach mal abschalten und sich von der wirklich klasse Musik berieseln lassen. Der nächste Film ist schon ein bisschen hochtrabender. Ja, es ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus, eigentlich bis heute, ja, wobei er auch nicht mehr der Jüngste jetzt mittlerweile ist. Es ist Harrison Ford in Der einzige Zeuge. Ja, Der einzige Zeuge ist ein Krimi, Action, nicht so ganz Melodram vielleicht. Ja, der Film ist von 1985. Harrison Ford ist ein Polizist, meine ich, ja, ein Polizist, der bei den Amish aufläuft, ja, bei den Amish People, weil den kleine Junge von den Amish einen Mord gesehen hat und er versucht halt rauszufinden, wer der Mörder logischerweise ist, ja, geht damit zu den Amish, nimmt den ihren Lebensstil an und so weiter, ja, man sieht da so, wie die untereinander halt leben, ganz einfach, ja. Es ist von allem etwas, der Film, ja, es ist ein relativ ruhiger Film, aber nichtsdestotrotz finde ich auch schon wieder ein Klassiker mit Harrison Ford, ja, von daher hat er auch in der Sammlung gefehlt und ist jetzt dabei, Der einzige Zeuge. Machen wir weiter. Es gibt diesmal gibt es was Lustigeres, eine Komödie. Ich meine, der ist von 1988. Jawohl, 1988. Eddie Murphy, die Quasselstrippe, ja, Der Prinz aus Zamunda. Auch da gab es ja jetzt vor einem halben Jahr oder sowas, gab es jetzt die Fortsetzung Prinz aus Zamunda 2 oder Prinz aus Zamunda 2. Auf, glaube Amazon exklusiv kam der, ja, haben mir angesehen, war ganz nette Unterhaltung, aber zum einen hat in Deutsch halt Eddie Murphy eine andere Stimme. Ja, das ist, glaube ich, deswegen bedingt, weil der Synchronsprecher entweder nicht mehr ganz fit ist oder aufgehört hat oder ich glaube, der ist sogar gestorben, ja, weiß es nicht ganz genau. Finde ich immer sehr schade, aber so ist mal der Lauf der Dinge. Ja, im O-Ton kann ich mir Eddie Murphy eigentlich nicht anhören, weil ich halt in den 80ern mit dieser grellen Eddie Murphy-Stimme halt aufgewachsen bin, mit dieser deutschen, ja. Deswegen habe ich mir den jetzt nochmal geholt. Deswegen, und der zweite Teil, er war so lala, finde ich, ja. Also nichts im Vergleich zum ersten natürlich, ja. Hat mir auch noch in der Sammlung gefehlt. 1988, Der Prinz aus Zamunda. Dann habe ich ein Upgrade gemacht. Ja, und zwar ein Film von 1989 hatte ich schon in der Sammlung. Hatte mir den dann geholt. Jetzt nochmal geholt. Ich war mir gar nicht sicher, dass ich ihn hatte. Also ich habe es total vergessen. Ja, ich dachte mir, oh, ein guter Preis. Nimmst du dir mit? Dann wollte ich ihn einsortieren. Habe gesehen, ich habe mir schon mal
habe einen wieder abgegeben. Ich habe hier Lock Up. Ja, und den habe ich mir sogar, genau, den habe ich mir sogar im Saturn für 6,99 geholt. Ja, die haben sich auch noch hier mit eingeschlichen. Ja, Lock Up, Sylvester Stallone im Knast. Ja, ist es jetzt, steht hier unten, steht Uncut drauf, aber die andere Fassung war, soweit ich weiß, auch schon Uncut. Aber hier heißt es jetzt nochmal restauriert in 4K. Ja, das ist eine Neuauflage. Ich hatte die Vorgängerversion auch schon auf Blu-ray. Die habe ich halt für einen Fünfer wieder weitergegeben. Der war sogar noch original zu, den habe ich noch, die Blu-ray noch gar nicht gesehen gehabt. Und habe den halt einfach ausgetauscht. Sylvester Stallone, Leute, geht immer. Vor allem die 80er-Jahre-Filme, genauso wie Arnold Schwarzenegger, wie Bruce Willis, etc. etc. 80er Jahre, das Jahrzehnt des Actionkinos. Da wurde das Actionkino erfunden. Ja. So, dann gehen wir in die 90er Jahre. Und zwar auch ein Klassiker, der, wie er rausgekommen ist, ab 18 war. Ich glaube, der war sogar kurz vorm Index oder auf dem Index. Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war er ab 18. Und zwar ist das hier ein Actionfilm, Rookie, der Anfänger mit Clint Eastwood und Charlie Sheen. Richtig cooler Film. Alter Cop, junger Cop, ja, die sich beide halt nicht riechen können, die aber zusammenwachsen müssen, um einen Fall zu lösen. Recht brutal, habe ich noch zumindest so in Erinnerung. Ja, ist von 1990, junger Charlie Sheen, ist mittlerweile ungeschnitten ab FSK 16. Ja, sieht man mal, wie abgestumpft die Gesellschaft immer weiter wird. Ja, irgendwann ist er ab 12 und dann ab 6 freigegeben wahrscheinlich. Ja, aber ein Klassiker, finde ich richtig toll. Ja, wie gesagt, muss ihn mir aber nochmal ansehen. Ja, wenn ihr einen von den Filmen übrigens gesehen habt und eine andere Meinung habt wie ich, schreibt es in die Kommentare. Sie gebt mir eure Meinung. Wie gesagt, das interessiert mich immer. Ja, dann habe ich ein Upgrade gemacht von DVD auf Blu-ray. Ich habe die DVD noch, die noch indiziert war. Ja, mittlerweile auch hier, selbe wie bei The Rookie, der Anfänger. Der Film ist jetzt ab 16 ungeschnitten frei. Habe mir den auch für 5 Euro in dem 6 für 30 Amazon-Deal geholt. Und zwar Ritter der Dämonen von Tales from the Crypt, also Geschichten aus der Gruft. Ja, eine der Kurzgeschichten. Da haben sie ja in den 90ern, 1995, den Ritter der Dämonen rausgebracht. Ich glaube, der lief sogar im Kino. Ja, wie ihr seht, den habe ich sogar aufgemacht, weil ich habe ihn mir mittlerweile schon angesehen und wollte gucken, ob er noch genauso gut ist, wie ich in Erinnerung habe. Und ich muss sagen, er ist gut, aber nicht mehr so gut, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Wie es halt so ist, ja, die Effekte wirken ein bisschen angestaubt etc., wenn man halt jetzt das sieht, was halt heutzutage einfach möglich ist. Aber zu dem Zeitpunkt, und das finde ich toll, war es ein klasse Film, der hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, jetzt gefällt er mir immer noch, mit Abstrichen halt. Ja, und ich bin froh, Ritter der Dämonen jetzt bei mir in der Sammlung auf Blu-ray zu haben. Jetzt sind wir in den 90ern, wie gesagt. Der nächste Film, den ich habe, der ist von 95 und zwar auch für 5 Euro bei Amazon geholt, ist Virtuosity, ja, mit Denzel Washington und mit Russell Crowe. Ich glaube, Russell Crowe war mir da noch gar nicht so ein Begriff damals. Ist ein Film, der ja im Cyberspace spielt. Das heißt, Denzel Washington spielt einen Cop. Ja, und Russell Crowe ist irgendwie so der Killer im System. Ja, da gab es übrigens auch einen Film, der hieß genauso, hat aber damit nichts zu tun. Also ist in den Anfängen der Cyberkriminalität und so weiter, ja, irgendwie eine künstliche Intelligenz, der halt irgendwie Morde begeht und so weiter. So habe ich ihn in Erinnerung, habe ihn lange nicht mehr gesehen. Der war auch früher, wie die letzten zwei Filme auch, ab 18, mittlerweile ab 16 frei. Ja, wie gesagt, wenn ihr den kennt, schreibt es auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich fand ihn damals richtig gut und wieder ein weiteres Stück Filmgeschichte aus dem letzten Jahrtausend, was sich in meine Sammlung einreiht. Virtuosity. Der letzte Film aus dieser Reihe, den ich mir jetzt geholt habe, wiederum, wie gesagt, ich bin chronologisch von den 70ern, 80ern auf die 90er gegangen. Das heißt, der letzte Film ist somit auch ein 90er-Jahre-Film und der ist von 96. Ja, da gab es schon den 89er, den 92er und so weiter Batman. Ja, es gab die Superman-Filme schon in den 70ern und 80ern. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier auch einen Superheldenfilm von 1996, den ich mir geholt habe, den ich damals auch cool fand. Noch vor diesem ganzen Marvel-Hype und Marvel-Multiverse und was weiß ich, wie es alles heißt. Und zwar ist das, lange Rede, kurzer Sinn, das Phantom mit Billy Zane. Ja, das Phantom
Die Comics fand ich früher richtig cool, habe davon einige gehabt. Und wie der Film rausgekommen ist, habe ich natürlich den in der Videothek damals ausgeliehen, oder mein Bruder hat ihn, glaube ich, ausgeliehen. Wir haben den geguckt. Ich fand den richtig gut. Ja, und auch hier ist die Frage, ist der noch so gut, wie ich ihn in Erinnerung habe? Ich werde es sehen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt, aber das kommt mit Sicherheit noch. Billy Zane in Das Phantom. Ja Leute, das soll es gewesen sein. Schreibt doch mal, wie gesagt, in die Kommentare, was haltet ihr von den Filmen? Sammelt ihr noch Filme physisch? Ja, kauft ihr Blu-rays, kauft ihr DVDs noch? Ja, oder sammelt ihr nur digitale Filme oder sammelt ihr gar keine Filme? Ja, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar. Und solltet ihr, wie gesagt, noch kein Abonnent sein, würde ich mich auch über ein Abo von euch sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Video, euer Retro Rauner.